Kaufe Gold, 1 Kilogramm, und du bekommst das goldene Visum und im Fast-Track auch bald die Staatsbürgerschaft von Sierra Leone. Klingt unglaublich, oder? Aber in den letzten Jahren haben ja viele Länder interessante Möglichkeiten geschaffen, um Investoren anzuziehen. Viele Länder haben natürlich inzwischen auch ihre Preise erhöht, sodass in vielen Ländern du schon 200, 300, 400, 500.000 US-Dollar investieren musst, entweder in einen Fonds einzahlen, Immobilien bezahlen musst oder spenden musst, um eben eine zweite Staatsbürgerschaft oder ein Visum auf Lebenszeit mindestens vielleicht für 10 Jahre zu bekommen. Und Sierra Leone, darum geht es heute in diesem Video, bietet eben hier etwas ganz Neues an. Wir beraten ja zu 10 offiziellen und legalen Programmen für zweite Staatsbürgerschaften. Wenn du jetzt schon abkürzen willst, kannst du natürlich auch direkt auf unsere Webseite gehen, planbprojekt.com. Dort findest du mehr als 10 offizielle, legale Programme für eine zweite Staatsbürgerschaft und auch eine ganze Reihe von Programmen für ein goldenes Visum, also ein Visum auf Lebenszeit oder auf mindestens 10 Jahre. Ja, Sierra Leone, darum geht es also jetzt hier, bietet an, und das ist neu, wenn du 1 Kilogramm Gold kaufst, das lebenslange Aufenthaltsrecht im Land zu bekommen. Und wie gesagt, man ist gerade in Vorbereitung, auch noch das Citizenship, also das Passportprogramm, in dieses neue Programm Go for Gold zu integrieren. Und was Sierra Leone hier macht, ist deshalb für manche interessant, weil ja andere Programme für Golden Visa oder Passport eben eine Spende, die dann eigentlich weg ist, oder eine Investition in Betongold, also eine Immobilie, verlangen, oder ein Unternehmen, das du vielleicht nicht kennst, beziehungsweise eben wie in der Türkei eine Investition beziehungsweise eine Einzahlung für 5 Jahre in einen Staatsfonds. Aber du weißt natürlich nicht genau in 5 Jahren, wie wird das funktionieren, wenn du deine 500.000 US-Dollar oder 400.000 US-Dollar, eben was die Türkei zum Beispiel betrifft, dann zurückbekommst. Und Sierra Leone, wie gesagt, hier für 1 Kilogramm Gold, das in Sierra Leone natürlich auch dann abgebaut worden ist, plus eine Gebühr. Wir nennen die Gebühr dann gleich noch, und dann hast du ein lebenslanges Recht, im Land zu bleiben. Die Bearbeitungszeit für die Genehmigung, die beträgt nur 40 Tage, und es wird sich noch zeigen, da müssen wir noch abwarten, wie es dann genau mit dem Erwerb der Staatsbürgerschaft werden wird. Ganz, ganz wichtig vielleicht zu wissen, in Sierra Leone, du wirst keine steuerlichen Folgen haben, wenn du das goldene Visum im Land erwirbst oder auch später die Citizenship, weil Sierra Leone hat die territoriale Besteuerung, das heißt nur Einkommen, was du im Land erwirtschaftest, das musst du dann auch besteuern. Ein paar Fakten vielleicht über Sierra Leone. Also Sierra Leone hat 7,5 Millionen Einwohner, ist damit ungefähr ein Zehntel der Einwohner von Deutschland, ein Fünftel der Größe. Wenn du dir es auf der Karte anschaust, ist es unterhalb von, oder wenn man sagt, zwischen Guinea und Liberia, und seit 61 von Großbritannien unabhängig. Das ist eine junge Demokratie. Der Bürgerkrieg allerdings 91 bis 22 hat schon einige blutige Spuren hinterlassen, ist zu Ende. Sierra Leone ist jetzt auf einem relativ guten Weg, aber es ist ein sehr, sehr armes Land, und immer noch kommen natürlich eine ganze Reihe von Flüchtlingen bei uns hier in Deutschland auch an oder in der Europäischen Union. Meistens sind es junge Leute, die einfach keine Zukunft sehen, weil es vielleicht zu wenig Jobs gibt, weil das Einkommen relativ niedrig ist. Aber gerade das Programm, über das wir heute hier sprechen, das Sierra Leone da aufgelegt hat, eben gegen ein Investment, aber in Gold, was dein Eigentum ist, soll da neuer Wind ins Land kommen, sollen Investoren angelockt werden, sollen Arbeitsplätze geschaffen werden. Ob das funktioniert, da müssen wir einfach einige Jahre abwarten, ob sich wirklich die Gesellschaft verändern wird, die wirtschaftlichen Bedingungen verändern wird. Auf der anderen Seite wird man dort auch, oder ist man dabei, in Sierra Leone auch den Tourismus neu zu beleben oder wieder zu beleben. Es gibt natürlich fantastische weiße Strände in Sierra Leone. Es gibt tropische Regenwälder, Berge knapp unter 2000 Meter, und das Wetter, und das ist für viele sehr, sehr interessant, ist eben zwischen 25 und 31 Grad das ganze Jahr über. Auch ganz, ganz wichtig, die Amtssprache ist Englisch, und da gibt es nicht viele Länder. Also 7 von 54 afrikanischen Ländern haben Englisch als Hauptamtssprache, 24 von 54 als eine der Amtssprachen. Das Rechtssystem ist an das Common Law angelehnt. Das Land ist reich, Gold, Diamanten
Und interessant ist eben auch wegen Gold und Diamanten übrigens noch was anderes ganz Seltenes. Bauxit gibt es unwahrscheinlich viel in Sierra Leone. Wird natürlich dieses Land sehr von den BRICS-Staaten auch umworben. Also China und Russland sind sehr, sehr daran interessiert, afrikanische Länder mit in ihr Staatenbündnis da hineinzubekommen. Und naja, wie gesagt, dieses Golden Visa Programm jetzt in Sierra Leone und auch der Pass, der in Aussicht gestellt wird, der soll eben jetzt Investoren in das Land anlocken, das Land verändern und vor allem die junge Generation zu bleiben anregen, indem eben Jobs im Land geschaffen werden. Vielleicht sagst du jetzt oder bist gerade dabei, einen Kommentar zu schreiben. Die sind jetzt völlig durchgedreht von Perspektive Ausland. Die empfehlen doch jetzt tatsächlich so ein Land, Sierra Leone, als Auswanderungsland. Und bevor du jetzt deinen Kommentar schreibst, ganz klare Antwort, nein. Also wir empfehlen nicht, nach Sierra Leone auszuwandern. Vielleicht mal in Urlaub zu fahren. Wir kommen auch gleich drauf zu sprechen, warum trotzdem ein Pass oder ein goldenes Visa eines Landes für einen Plan B sehr, sehr wichtig sein kann, auch wenn du nicht vorhast, darin auszuwandern, vielleicht sogar nicht mal vorhast, dahin zu reisen. Also warte mal noch mit deinem negativen Kommentar und schau dir das Video zu Ende an. Warum wirklich das Angebot von Sierra Leone ein sehr, sehr interessantes Land ist, wenn du dir deinen Plan B für dich und deine Familie gerade entwirfst und dabei bist, das umzusetzen. Vielleicht könnte Sierra Leone in 5 bis 10 Jahren ein interessanter Platz auch zum Auswandern und Leben sein. Auch wenn übrigens die Geschichte über Blutdiamanten in Sierra Leone ja wahr ist, befreit sich das Land gerade von dieser Vergangenheit und der Bürgerkrieg zwischen 91 und 22 ist beendet, aber die Spuren sind natürlich immer noch zu sehen. Muss man natürlich sehen, dass viele afrikanische Länder gerade dabei sind, ihre Vergangenheit zu überwinden. Man kann beobachten, wie sich aus instabilen Strukturen gerade junge Demokratien entwickeln, die alle versuchen, Korruption zu beseitigen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Es gibt schon tolle Länder, in die man heute auswandern könnte. Also jetzt schon, wenn man sich in Afrika vielleicht verliebt hat oder dafür interessiert. Also beispielsweise ein Land wie Mauritius oder Tansania, Sansibar oder Namibia. Übrigens auch was die innere Sicherheit angeht, fühlen sich viele Auswanderer oder Reisende, mit denen wir gesprochen haben, sicherer in manchen afrikanischen Ländern im Vergleich zu manchen Großstädten in Deutschland. Auf der Insel Sansibar zum Beispiel in Tansania, das habe ich selbst gesehen, da haben die Polizisten überhaupt keine Waffe, sondern nur einen Stock an der Seite, haben weiße oder hellbraune Uniformen und wirken nicht so beängstigend wie in vielen europäischen Ländern oder Ländern der westlichen Welt. Das ist also auch ganz wichtig, wenn man sich anfängt, mit Afrika zu beschäftigen. Wie gesagt, auch weil viele afrikanische Länder künftig zu den BRICS-Staaten gehören könnten, eine sehr, sehr interessante Option. Für mich selber war Afrika ein blinder Fleck. Dann habe ich mit einigen Mandanten gesprochen und die haben geschwärmt, Mauritius, Namibia, Südafrika, Kenia oder eben Tansania und haben alle davon berichtet, dass da so eine enorme Aufbruchsstimmung ist, dass sie da so eine Energie in diesen Ländern wahrnehmen und wer da einmal hinreist, sehr, sehr häufig, also sehr viele haben uns das erzählt, sind also inzwischen regelmäßig in diesen Ländern oder tragen sich auch mit der Idee, vielleicht sogar afrikanische Länder in ihr Plan-B-Konzept mit zu integrieren. Deswegen nicht uninteressant, nochmal Sierra Leone als Lebensort. Momentan wahrscheinlich eher uninteressant. Aber wir werden gleich darüber sprechen, warum eben das goldene Visum trotzdem sehr, sehr interessant sein könnte. Übrigens, wenn du dir mal ein afrikanisches Land anschauen willst und mal erleben willst ein paar Tage, geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com, klick dort auf Seminare und da wirst du sehen, wir fahren zurzeit oder fliegen alle 3 Monate, alle 3-4 Monate einmal nach Sansibar in Tansania und erleben dort mit unseren Mandanten, wie es so sein könnte, in Afrika zu wohnen, besichtigen dort ja eine deutsche Stadt, eigentlich keine deutsche Stadt, eine internationale Stadt, aber von deutschen Stadtarchitekten geplant und umgesetzt. Sehr, sehr interessant und wenn dich das interessiert, dann buch dir einfach ein Ticket und sei mit dabei. Also, ein goldenes Visa und ein oder mehrere zweite Pässe sind eben ein wichtiges und starkes Tool, wenn du, und das wollen wir jetzt nochmal ganz grundsätzlich besprechen, wenn du Reisefreiheit oder wenn für dich Reisefreiheit in Krisenzeiten sehr, sehr wichtig ist. Also das muss man jetzt mal ganz grundsätzlich besprechen. Vielleicht auch mal den Unterschied zwischen einem goldenen Visum und einer zweiten Staatsbürgerschaft, die man ja auch erwerben könnte als Alternative. Ich kenne übrigens nur einen einzigen Mandanten, der zum Beispiel über uns einen Zweitpass von Vanuatu
Vanuatu erworben hat und wirklich darüber nachdenkt, auch dort zu wohnen. Also der Pass eines Landes oder das goldene Visa eines Landes muss nicht unbedingt in deinem Plan B eben die Option bedeuten, in dieses Land einzuwandern und dort dich dann auch aufzuhalten. Ein goldenes Visa ermöglicht dir natürlich unbefristet und jederzeit in ein bestimmtes Land einzureisen, ohne Fragen, ohne Papierkram. Dann ist eben noch was ganz wichtig. Wenn du einen Wohnsitz im Ausland nachweisen kannst in deinem Pass, dann wird man eben auch in den meisten Fällen dich ausreisen lassen müssen. In einer Pandemie zum Beispiel haben ja viele Länder gar kein Touristenvisa mehr ausgestellt. Das bedeutet, du konntest zwar ein Flugticket kaufen, hast aber keine Bordkarte am Flughafen mehr bekommen, als du in der Pandemiezeit vielleicht ausreisen wolltest. Hast du ein goldenes Visa, dann ist das kein Problem. Das ist also dann für 10 Jahre in deinem Pass beispielsweise. Wenn du den Pass verlängerst, wird es wieder neu reingeklebt oder reingestempelt und hast wieder für 10 Jahre im Prinzip in deinem Pass immer den Nachweis eines zweiten Wohnsitzes und das bringt dir Reisefreiheit, selbst wenn du letztlich überhaupt nicht in diesem Land dich aufhalten willst. Ein zweiter Pass ist natürlich noch viel stärker, weil du hast in einem bestimmten Land ein Visa und Arbeitserlaubnis nicht mehr nötig. Das heißt, du kannst immer einreisen in das Land und du kannst dort immer eine beliebige Geschäftstätigkeit aufnehmen. Oftmals gibt es Staatenbündnisse ähnlich wie Schengen. So hast du also einen Pass zum Beispiel von einer Karibikinsel, kannst du in mehreren Karibikinseln eben Wohnsitz oder eine Arbeit aufnehmen. Und das ist auch in Sierra Leone so, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Ein Pass im Gegensatz zum goldenen Visa ist auch deswegen stärker, weil du könntest theoretisch deine deutsche, österreichische oder deine schweizerische Staatsbürgerschaft, klingt so ein bisschen unglaubhaft jetzt, dass das jemand vielleicht jemals möchte, aber du könntest auf deine deutsche Staatsbürgerschaft beispielsweise verzichten. Und jetzt noch was ganz, ganz Wichtiges, selbst weil wir raten ja nicht dazu, auf die deutsche Staatsbürgerschaft zu verzichten, wenn du einen Zweitpass über uns beispielsweise als Plan B erwirbst. Aber du könntest, hättest du einen zweiten Pass, ob von Sierra Leone, ob von Vanuatu, ob von Nauru, das wir auch jetzt ab Januar anbieten, hättest du diesen zweiten Pass und würdest nicht auf deine deutsche Staatsbürgerschaft verzichten, könntest du eben ein oder mehrere Golden Visa von ein oder mehreren anderen Land in diesen Nauru oder Vanuatu oder Sierra Leone Pass einstempeln oder einkleben lassen. Und wenn du dann mit deinem deutschen Pass ausreist, und reist du dann in dieses Land ein, bist du dort nicht als deutscher Staatsbürger oder als österreichischer Staatsbürger oder was auch immer du jetzt gerade noch für eine Staatsbürgerschaft hast. Mexiko bieten wir auch interessante Optionen an als permanentes Visum. Könntest du jetzt in deinen Nauru oder Vanuatu-Pass oder Sierra Leone-Pass einkleben oder einstempeln lassen. Das ist für einige interessant, die nachts vielleicht jetzt nicht mehr so gut schlafen können, weil sich Sorgen machen, ob es zu der Wiedereinführung einer Wehrpflicht kommt und dann sagen, okay, vielleicht wenn ich ausreise, dann fragt jetzt die Botschaft von der Ausländerbehörde dort, schick uns mal eine Liste aller Deutschen, die sich beispielsweise jetzt hier im Land aufhalten. Und dann könnte man die möglicherweise informieren, dass sie sich zu Hause wieder zu melden haben, weil wenn der Spannungsfall oder der Kriegsfall, Verteidigungsfall in dem Fall ausgerufen wird, dann dürfen sich ja viele männliche Deutsche nicht mehr länger als 3 Monate im Ausland aufhalten und müssen wieder zurück, es sei denn, sie wären vor dem vollendeten 17. Lebensjahr ausgewandert. Dazu werden wir aber nochmal ein extra Video machen, wenn dich das interessiert, oder schreib uns einfach an, wenn du jetzt sofort dazu mehr wissen willst, beziehungsweise buch ein Beratungsgespräch. Also ganz, ganz interessant, mit einem Zweitpass und einem goldenen Visa als Kombination kannst du in einem anderen Land eben leben als Nicht-Deutscher. Was auch immer das für dich für Vorteile bringen mag, das sei dann dahingestellt. Also Fazit nochmal, ob Sierra Leone für 1 Kilogramm Gold oder in Dubai oder in Jordanien, Ägypten, der Karibik, du eine Immobilie kaufst oder eben spendest und dann ein goldenes Visum hast oder ein Pass. Also die Investition ist in erster Linie eben die Reisefreiheit, die es dir bringt. Und wenn man zurückblickt, dann ist auch ganz klar, ganz, ganz viele Länder, die in der Vergangenheit goldene Visa oder auch ihre Staatsbürgerschaften gegen Spende oder Investment verkauft haben, da sind die Preise natürlich immer mehr und mehr gestiegen. Wir haben es jetzt zuletzt gesehen in den Karibikstaaten, wo sich die Preise verdoppelt haben für den Erwerb der Staatsbürgerschaft, also des zweiten Passes dort. Und aktuell, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Eigentlich kann man sagen, wird Sierra Leone nur noch von Tansania geschlagen vom Preis, wobei man es immer noch sehen muss. Es gibt da bei jedem der beiden Programme einen Vor- und einen Nachteil. Also in Tansania bzw. Sansibar kannst du eben für ein Investment von 100.000 US-Dollar
eine Immobilie erwerben. Das ist die einzige Option jetzt dort und du bekommst ein Visum aufs Lebenszeit, keinen Pass. Den würdest du bekommen, wenn du 10 Jahre in Tansania wohnst, aber sehr uninteressant, weil Tansania duldet keinen zweiten Pass. Das heißt, du müsstest deine andere Staatsbürgerschaft abgeben. Aktuell keine Option als goldenes Visa. Sehr interessant. Sierra Leone im Gegensatz, wie gesagt, für weniger als 100.000 US-Dollar Investition. Allerdings kommt noch eine heftige, deftige Bearbeitungsgebühr dazu. Ich werde gleich die 2, 3 Bearbeitungsgebühren nennen, die es da noch gibt. Und trotzdem auf der anderen Seite, Gold kannst du eben mitnehmen. Ein Betongold oder eine Immobilie kannst du nicht mit aus dem Land nehmen. Das muss man natürlich gegenüberstellen, wenn man jetzt das Programm von Tansania beispielsweise mit Sierra Leone vergleicht. Es gibt übrigens auch andere interessante Programme, dazu gern mehr auf unserer Webseite oder im Beratungsgespräch, beispielsweise Südafrika. Für einige Mandanten sehr, sehr interessant. Dort kannst du auch, wenn du also entsprechendes Vermögen nachweisen kannst, sehr, sehr schnell und kurzfristig ein lebenslanges Visum bekommen oder ein unbefristetes Visum bekommen. Ja, wenn du wissen willst, wie du jetzt hier für dich eine Entscheidungsmatrix aufbauen kannst, das erkläre ich dir gerne im Beratungsgespräch oder du bestellst auf meiner Seite planbprojekt.com meine Broschüre mit 5 W-Fragen zur Entscheidungsmatrix kommen. Und Link, den packe ich dir mit in die Beschreibung. Also nochmal, die Vorteile des Goldkaufs in Sierra Leone ist eben die lebenslange Aufenthaltsgenehmigung. Und eine Person, wie gesagt, die 1 Kilogramm Gold kauft, bekommt das. Das bedeutet, dass die Aufenthaltsgenehmigung eben gültig ist, solange diese Person lebt. Und das ist eine attraktive Option, da ja viele andere Länder auch nur temporäre Genehmigungen anbieten. Also auch wenn es dort teilweise goldenes Visum heißt, ist es eben oftmals so, dass du trotzdem nach 10 Jahren wieder nachweisen musst, dass du immer noch die Voraussetzungen erfüllst, zum Beispiel eben bestimmtes Einkommen oder Kontostand hast oder noch eine Immobilie besitzt. Das ist hier bei Sierra Leone wesentlich interessanter. Die Genehmigung, wie gesagt, relativ schnell mit 40 Tagen für so ein Programm. Verglichen mit anderen Staatsbürgerschaftsprogrammen ist es sehr, sehr vorteilhaft. Der schnellste Pass beispielsweise ist momentan der Pass von Vanuatu, ungefähr 3 Monate ist dort die Bearbeitungszeit. Und potenzielle Antragsteller oder Besitzer des goldenen Visas, wie gesagt, sollen in Sierra Leone auch ein Fast-Track zum Beantragen der Staatsbürgerschaft, also des Passes dort bekommen. Der Kauf von Gold soll die heimische Bergbauindustrie unterstützen. Das Gold übrigens ist zu 99,99% rein und LBME zertifiziert für die Experten unter euch, die wissen, was das bedeutet. Kommt ab und zu auch mal eine Kontrolle aus London dann ins Land und die gucken sich diese Barren an, ob die wirklich eben diesem besonders hohen Reinheitsgrad da entsprechen. Und der aktuelle Marktpreis von etwa 85.000 US-Dollar für 1 Kilogramm bietet eben schon einen interessanten Anreiz für Investoren. Wie gesagt, generell ist es so, dass das Gold dort zum Vorzugspreis, was da angebaut wird, eben zu einem Investor angeboten wird und man auch sagt, dass du innerhalb von einer Zeit von 5 Jahren weiterhin immer wieder zum Vorzugspreis weiteres Gold nachkaufen kannst, wenn du das möchtest. Jetzt zu den Gebühren. Also ich hatte schon gesagt, relativ heftig in dem Programm. Man will also neben dem Kauf des 1 Kilogramm Goldes noch eine Gebühr für einen Einzelantragsteller von 65.000 US-Dollar sehen. Und wenn du deine Kernfamilie mit integrierst, also Vater, Mutter und 2 Kinder unter 18, 10.000 US-Dollar mehr, 75.000 US-Dollar wäre dann die Bearbeitungsgebühr. Eine erweiterte Familiengruppe sozusagen bis zu 8 Personen, 100.000 US-Dollar und du musst 2 Kilogramm Gold kaufen. Also die erweiterte Familiengruppe, das wäre dann im Prinzip Vater, Mutter, 2 Kinder, sind 4 Personen und noch die Eltern des Vaters und die Eltern der Mutter. Die können also dann alle für 2 Kilogramm Gold und 100.000 US-Dollar Bearbeitungsgebühr in dieses Programm integriert werden. Was gibt's noch im Kleingedruckten? Also du musst 5 Jahre lang das Gold im Land lassen, in der Zentralbank von Sierra Leone und kannst innerhalb von 5 Jahren 19 Kilogramm weiteres Gold kaufen, immer zum Vorzugspreis. Also es soll ein deutlich günstigerer Preis sein, als vielleicht würdest du das Gold jetzt irgendwo anders außerhalb von Sierra Leone kaufen. Und ja, wir warten jetzt natürlich alle auf die Details zum schnellen Erwerb des Passes. Es könnte zum Beispiel sein, dass du entweder nochmal Gold nachkaufen musst oder dich verpflichten musst, jetzt das Gold länger als 5 Jahre im Land liegen zu lassen. Die Details, sobald wir sie haben,
kommen natürlich jetzt hier auf dem Kanal. Du musst nicht ins Land reisen, also alles geht remote zu beantragen. Der gesamte Antragsprozess, wie gesagt, das kannst du alles von deinem heimischen PC aus erledigen. Es gibt Berater, die online dabei sind, wenn du Unterstützung brauchst und dir halt helfen, dich da durch das Formularwerk zu wühlen, wobei so viel ist es gar nicht. Es kommt dann halt noch eine Überprüfung deines Antrags und eine Genehmigung da innerhalb der 40 Tagen. Ja, wenn man sich die Formulare anschaut, sind relativ einfach strukturiert. Du sollst dann noch Zugang zu einem Investorennetzwerk bekommen. Das heißt, dass du dich mit Gleichgesinnten, die das Gleiche, was du gemacht hast, eben auch gemacht haben, dann austauschen kannst, dass man sich vielleicht gegenseitig noch auf Ideen bringt, was man noch alles im Land machen könnte, vielleicht mal gemeinsam da trifft, gemeinsam doch mal eine Reise nach Sierra Leone plant. Durchaus nicht uninteressant. Also ein ähnliches Programm übrigens würde in den Vereinigten Arabischen Emiraten 500.000 US-Dollar kosten und du musst es alle 10 Jahre wieder verlängern. Du hast dann Betongold, das du nicht mit rausnehmen kannst. Wichtig ist aber, du kannst in dem Fall bei dieser Investitionshöhe ebenfalls die Eltern mit integrieren und teilweise auch ältere Kinder. Wie gesagt, der Vanuatu-Pass 130.000 US-Dollar, dann hast du die Staatsbürgerschaft, der Nauru-Pass 105.000 US-Dollar, dann hast du diesen Pass und Karibikpässe ab 200.000 US-Dollar. Das muss man natürlich alles gut miteinander vergleichen. Was passt am besten zu deinen Bedürfnissen, Wünschen, deiner persönlichen Situation? Ja, das ist vielleicht mal zu diesem Programm. Ich bin echt gespannt, was du davon hältst. Übrigens generell, wie du über Afrika denkst. Vielleicht könnte es nochmal interessant sein, die 15 Länder ganz kurz, dass ich sie nochmal vorstelle, die da in diesem Bündnis sind. Das Bündnis heißt Economic Community of West African States. Das ist also eine regionale politische und wirtschaftliche Union von 15 westafrikanischen Ländern. Und das Interessante ist, hast du einmal den Pass eben von Sierra Leone, hast du gleichzeitig Einreise, Niederlassungsfreiheit, darfst auch eine Firma gründen in folgenden Ländern, und zwar Benin, Burkina Faso, die Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone eben und Togo. Das könnte durchaus auch noch eine sehr interessante Option sein für die Zukunft. Wie gesagt, die Region hat enormes Wachstumspotenzial. Das ist eine Sache, die ja viele afrikanische Länder gemein haben und vielleicht durchaus mal eine Überlegung wert. Vielleicht mal noch auf einen negativen Aspekt zu sprechen zu kommen. Was mir jetzt persönlich immer wieder bei solchen Programmen weniger gefällt und auch in einigen Beratungsgesprächen immer wieder negativ aufstößt, sind immer Programme, die Kinder nur bis 18 Jahren mit in das Programm integrieren. Es gibt einige Pässe, bei denen man da großzügiger die Sache oder die Familienzugehörigkeit auslegt. Hier gibt es aber einen einfachen Trick, und zwar, wenn du jetzt ein Kind hättest, was über 18 ist, dann kann das Kind einfach der Hauptantragsteller sein und dich als Eltern ja mit in das Programm aufnehmen. Und damit kann man sich das also schon wieder passend machen. Das ist ein Trick, den wir auch bei einigen Pässen, wie gesagt, so mit ins Programm einbauen. Vielleicht noch ein paar Bedenken auch generell. Also die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft im Land ist unklar. Also wenn du jetzt diese Investition tätigst und vielleicht mit der Hoffnung, in 5 Jahren kann ich dahin auswandern, weil das Land sich dann natürlich durch so ein Programm gewaltig verbessert hat, die Sicherheit viel größer ist, die Armut vielleicht langsam verschwindet. Dafür gibt es natürlich keine Sicherheit. Und Transport des Goldes aus dem Land in 5 Jahren ist unsicher. Ja, das mit den Kindern, das muss man sich natürlich auch überlegen. Auf der anderen Seite gibt es genügend Positives auch, was man in diesem Land mit in die Entscheidung einbeziehen kann. Wie gesagt, die Zukunft des Landes ist vielversprechend. Natürlichen Ressourcen sind enorm. Es hat eine sehr junge Bevölkerung, die, wenn da das Bildungsprogramm auf den Weg gebracht wird, natürlich auch gerne im Land bleibt und zur Entwicklung beitragen kann. Und der Ehrgeiz des Landes, jetzt eben diesen Ressourcenreichtum in greifbare Vorteile für die Bevölkerung umzuwandeln, das hat natürlich auch was Positives, wenn man dazu beitragen kann. Wie gesagt, politische Reformen sind auf den Weg gebracht, erneuerbare Energien, also in dem Land bei 300 Tagen Sonne oder mehr macht es natürlich auch Sinn, dort in Solarzellen oder andere Technologien zu investieren. Da will Sierra Leone eines tun, hat auch schon damit begonnen. Im Gesundheitssektor ist natürlich noch eine ganze Menge wahrscheinlich zu tun. Da muss man auch einfach sehen, wie entwickelt sich das Land hier weiter. Ja, wie gesagt, also wenn dich das ganze Thema interessiert generell,
für dich und deine Familie das passende goldene Visa oder eine zweite Staatsbürgerschaft zu finden, um Reisefreiheit, um weniger Einschränkungen, mehr Freiheit zu haben, vielleicht auch einen Platz zu finden, in dem du ja als Refugium, wenn du das mal brauchst, dich zur Ruhe setzen kannst oder einfach auswandern kannst, abwarten kannst, wenn wieder mal eine Krise kommt. Ja, wie du deinen Plan B planen und umsetzen kannst, dann komm zu einem unserer Events oder buch jetzt gleich ein Beratungsgespräch. Da besprechen wir dann ganz genau, wie du, wie gesagt, mit 5 Fragen, mit 5 W-Fragen relativ schnell die beste Lösung für deine Familie und für dich herausfinden kannst und wie du das Ganze ideal vorbereiten und umsetzen kannst. Und wie gesagt, wenn du möchtest, dann schreib mir auch eine E-Mail, schildere kurz deine Situation, dann kann ich dir auch schon mal eine erste Einschätzung geben und du bekommst natürlich mein PDF dazu, das dir hilft, mit, wie gesagt, 5 W-Fragen zu deiner eigenen Entscheidungsmatrix zu kommen. Ja, bleib weiterhin auf unserem Kanal, klick auf die Glocke, damit du kein Video verpasst und abonniere unbedingt, wenn du es noch nicht getan hast. Wir werden ja hier regelmäßig zu weiteren Programmen, sei es Golden Visas, sei es zweite Staatsbürgerschaften oder zum Auswandern, werden wir immer wieder hier berichten. Bis dahin, ich freue mich, dich entweder auf dem Event zu sehen, im Beratungsgespräch zu sehen oder ja, wieder hier auf unserem Kanal. Bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.